Guten Morgen und willkommen bei meinem 5. Tag auf dem Jakobsweg Camino Português Central. Heute habe ich eine kurze Etappe vor mir. Es geht nur bis Ponte de Lima, was ca. 13 Kilometer sind. Trotzdem starte ich diesmal sehr früh. Es ist 7:20 Uhr, da heute 28 Grad erwartet werden. Und bis zur Check-in-Zeit werde ich dann einfach noch gemütlich was essen oder trinken gehen oder die Stadt erkunden. Außerdem möchte ich mir wieder Zeit lassen und den Weg einfach genießen. Des Weiteren starte ich wieder alleine, aber ich denke, dass ich die anderen wieder irgendwo auf dem Weg sehen werde. Die gehen nämlich auch nur bis Ponte de Lima. So, nun wünsche ich dir viel Spaß beim Anschauen vom Video. Und ich hoffe, dass ich heute einen schönen Platz für meinen Mate finden werde. Gestern hat das nämlich leider nicht geklappt, deswegen habe ich ihn dann beim Mittagessen im Restaurant getrunken. Ich habe vorher nachgefragt, ob das in Ordnung ist, und das war überhaupt kein Problem, da ich ja sowohl ein Essen als auch ein Getränk bestellt habe. Die Portugiesen sind da wirklich locker. Oh, wie schön. Ich muss jetzt meine Jacke direkt ausziehen, da sobald ich mich bewege, wird es schon warm. Und gestern Abend war es auch richtig schön in der Unterkunft. Wir hatten alle ein gemeinsames Essen und saßen beieinander bei Wein. Später wurde ich noch von ein paar Spaniern zu einem portugiesischen Likör, der nennt sich Bairrau, eingeladen, der super lecker war. Den kannte ich noch gar nicht. Und dann saßen wir zusammen. Ich habe mein Spanisch ein bisschen trainiert. Und es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Und der Weg startet heute gleich richtig, richtig schön. Gefällt mir gut. Und ich muss dann mal schauen. Komo zeigt mir wieder eine andere Route nach Ponte de Lima an, die dann kurz vor Ponte de Lima in den Wald geht und am Fluss entlang führt. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Weg wirklich malerisch ist. Vielleicht begebe ich mich wieder auf ein kleines Abenteuer, wenn ich die Abzweigung nicht verpasse. Diesmal ist es aber auch, auf Mappy ist er als Wanderweg angegeben. Also sollte es nicht ganz so ein großes Abenteuer sein. Und meiner Blase geht es übrigens ganz gut. Ich merke sie kaum. Also ein bisschen merke ich es, aber es ist nicht schlimm. Schauen wir mal, wie sich es im Laufe des Tages entwickelt. Aber da heute die Entfernung nicht so weit ist, passt das eigentlich ganz gut. Wow, schau dir das an. Wie das blüht. Ach, das ist so schön. Ich glaube, ich lege hier meine Matepause schon ein. Ich habe zwar keine Bank, aber eine Treppenstufe zum Hinsetzen. Von daher, alles ist so schön hier. Der perfekte Ort für meine Matepause. Hört ihr das an?
Gestern in der Unterkunft war es auch voll cool. Die Brasilianerin Erika war auch da, die ich schon vor 2 Tagen kennengelernt habe. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und sie kann auch Englisch, aber sie hat mitbekommen, dass ich Spanisch kann. Und sie hat Portugiesisch mit mir gesprochen, also das brasilianische Portugiesisch, das ein bisschen anders ist als das Portugiesisch in Portugal. Und ich habe fast alles verstanden und habe auf Spanisch geantwortet. Also es ist irgendwie cool, wenn man mehrere Sprachen so ein bisschen kann für die Kommunikation. Und ich war echt happy, dass ich so viel verstanden habe, obwohl ich Portugiesisch seit ja, 6 Jahren eigentlich nicht mehr wirklich gebraucht habe oder angewendet habe. Ich versuche zwar jetzt wieder ein bisschen reinzukommen, aber es fällt mir sehr schwer, weil ich oft einen weirden Mix aus Spanisch und Portugiesisch spreche. Matepausen an solchen Plätzen sind es wert, dass ich mein Mate-Equipment mit mir rumschleppe. Ich genieße das so sehr. Einfach hinsetzen und genießen. Und dafür trägt man dann auch gerne ein bisschen extra Gewicht. Und da ich jetzt meine Thermoskanne auch leer habe, ist mein Rucksack ein halbes Kilo leichter, was natürlich auch von Vorteil ist. Und dann schauen wir mal, was der Tag heute noch so bringt. Was für ein süßer Pilgergruß. Was für ein toller alter Baum. Also ich muss sagen, der Weg heute ist richtig, richtig schön. Ja. Und wir. Und was auch immer lustig ist, wenn ich viel in anderen Sprachen rede, dann fange ich an, in diesen Sprachen zu denken. Also momentan denke ich teilweise so ein bisschen in Spanisch. Das ist echt immer lustig, wie das Hirn dann umschaltet. Und die Wörter, die ich auf Spanisch nicht weiß, ersetze ich dann komischerweise nicht in Deutsch, sondern in Englisch. Keine Ahnung, was mein Hirn da so fabriziert, aber man kann auch gedanklich eine Sprache üben. Ich hatte mich nämlich gestern wirklich lange mit einer Gruppe aus Spanien unterhalten, die jetzt wieder nach Hause fährt. Die sind 1000 Kilometer gelaufen, von der Nähe von Barcelona bis hier. Und dadurch hat mein Hirn irgendwie so ein bisschen umgeschalten auf Spanisch. Und heute möchte ich das Thema Depressionen und den Jakobsweg auch nochmal aufgreifen. Also ich muss sagen, hier auf dem Camino geht es mir wirklich gut, weil ich jeden Tag neue Eindrücke habe und das setzt bei mir irgendwie Glückshormone frei. Und zum anderen viele Bewegungen tut mir gut, die wunderschöne Natur, aber auch die Gespräche mit anderen Pilgern. Also man findet hier auch immer wieder Leute, bei denen man einfach sich wohlfühlt und dann auch offen reden kann und verstanden wird, weil sie vielleicht Ähnliches durchgemacht haben oder selbst durchmachen. Und von daher finde ich es wirklich heilsam. Es tut einfach gut. Das hier wäre natürlich auch ein schönes Fleckchen für meinen Mate gewesen. Aber den anderen Ort fand ich noch schöner, also habe ich alles richtig gemacht. Ich mache dir nichts, Kleiner.
Heute führt der Weg ziemlich viel durch die Natur. Dadurch gibt es weniger Einkäuermöglichkeiten. Aber damit bin ich fein. Mein Wasser habe ich sowieso dabei und sollte ich ein bisschen Energie brauchen, habe ich zur Not auch noch ein paar Müsli-Riegel reingesteckt. Also von daher ist alles im grünen Bereich. Und mir macht es nichts aus, die ersten 2 Stunden zu gehen, ohne etwas zu essen. Und obwohl ich jetzt schon fast 4 Kilometer gelaufen bin, habe ich noch so gut wie keine anderen Pilger getroffen. Zu Fuß niemanden, nur ein paar Radfahrer. Ist auch mal schön, den Weg ganz für sich allein zu haben. Besonders bei so herrlicher Natur. Und solange ich jetzt alleine unterwegs bin, filme ich auch ein bisschen mehr, weil sollte ich wieder auf andere Pilger stoßen, bin ich dann meist in nette Gespräche vertieft und dann gibt es nur ein paar Eindrücke vom Weg. Hier ist wieder eine Kapelle, aber ich vermute, dass sie eh zu ist, also probiere es gar nicht erst und setze meinen Weg fort. Aber hier kann man reingucken. Ich weiß nicht, ob man viel sieht, aber diese Art von Pflaster ist immer wirklich fies zu den Füßen. Als ich den Camino Portugues da Costa gegangen bin, bin ich teilweise auf diesen Pflastern nur noch gehumpelt mit meinen Blasen. Weil die waren ja riesig und jeder Schritt war schmerzhaft. Und dadurch, dass man nur traditionell auftritt, hat jeder Schritt wehgetan. Aber bis jetzt ist alles recht entspannt. Ich merke die Blase ein bisschen, aber es sind jetzt keine großen Schmerzen, nur ein leichtes Ziehen. Und damit komme ich gut klar. Oh. Ich glaube, das ist Jasmin. Oh, das riecht so gut. Immer wieder weht ein Jasminduft zu mir herüber. Und es ist einfach traumhaft. Hier wäre natürlich auch ein schönes Pausenplätzchen gewesen. Ich habe jetzt auch die Chance genutzt, an diesem wunderschönen Ort eine kleine Pause einzulegen, einen Müsli-Riegel zu essen. Und jetzt geht es weiter. Ich glaube, dass jetzt bald auch das erste Café kommt. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch noch frühstücken, weil ich habe alle Zeit der Welt heute, da es ja nur eine kurze Etappe ist und ich erst um 14 Uhr einchecken kann. Also kann ich mir sehr viel Zeit lassen. Und Auto. Außerdem möchte ich noch von einer sehr interessanten Unterhaltung von gestern berichten. Und zwar haben wir festgestellt, dass wenn die Leute im Alltag genauso freundlich wären wie das Miteinander der Pilger auf dem Camino, dann wäre die Welt definitiv eine bessere. Weil man trifft hier so viele nette Leute, hat tolle Gespräche und man hilft sich gegenseitig, soweit man es kann. Gestern im Café haben wir zum Beispiel einen Pilger getroffen, der hatte sich jetzt schon enorme Blasen gelaufen. Also der hat seine Schuhe ausgezogen und seine Füße ein bisschen auf dem Weg verarztet. Und ich glaube, an einem Fuß habe ich allein 5 oder 6 Pflaster gesehen. Aber er hat keine Blasenpflaster benutzt, sondern eben einfach irgendwelche normalen Pflaster oder so zum Abkleben. Und prompt hat er ein Blasenpflaster bekommen.
Einfach weil man sich gegenseitig hilft und möchte, dass es den anderen gut geht. Und genauso sollte es auch im Alltag sein, finde ich zumindest. Sich gegenseitig helfen und den Weg des Lebens erleichtern. Mit diesem Pilger musste ich natürlich ein Selfie machen. Hello. Llámate, vamos. Hello. We are with a dog now. Bei der Kaffeepause habe ich die anderen getroffen und jetzt geht es zusammen weiter. Wahrscheinlich nicht auf dem offiziellen Camino, sondern schön am Fluss entlang. Also schauen wir mal, was der Weg bringt. Wir hatten einen kleinen Unfall. Aber ich hoffe, es geht. I hope you can go further. Yes, I hope I can go further. There's a long way to go still. But I have a nice big lump on my head. Yes, I'm gonna show it here. Oh, okay. In profile. Here's a horn. That's for landing. Now you are the last unicorn Yeah, thank you. of the Camino. Jennifer's trip. Yes. Camino Portugues Central. So, wir ruhen uns ein bisschen aus. Mhm. Nach dem Schock. Die faulen Pilger. Maria, Maria, I'll never stop saying Maria. Ein bisschen mehr von dem Weg habe ich mir schon erhofft, aber wenigstens haben wir keinen Verkehr. Jetzt bist du online. Hallo. Here it starts getting beautiful. And it's very still, isn't it? Yeah. Das erinnert mich an den Flohmarkt, auf dem ich in der Ukraine war. So, wir haben jetzt in einem Hotel nachgefragt. Eigentlich wollten wir ein Taxi zum nächsten Hospital, aber es ist um die Ecke und es ist kein Taxi frei. Und wir bringen Roy jetzt ins Krankenhaus, damit jemand mal nach ihm schaut. Nicht, dass er eine Gehirnerschütterung oder eine gebrochene Nase hat. Ah, this is Krankenhaus.
So, ein kurzes Update. Wir haben Roy jetzt im Krankenhaus abgeliefert. Da aber aktuell kein Arzt verfügbar ist und es 2-3 Stunden dauern kann, checken wir schon mal bei uns in der Unterkunft ein. Und er ruft uns dann an, wenn er fertig ist, und dann holen wir ihn ab und tragen ihn seine Sachen zu seiner Unterkunft und holen ihn ab, dass er sicher ankommt. Ich hoffe, er hat sich nichts Schlimmes getan und drücken wir einfach mal ganz fest die Daumen. Später gebe ich nochmal ein Update. Ich muss natürlich auch die Churros essen. Ich nehme nochmal eins. Klar. Und natürlich habe ich mich richtig schön eingesaugt. Wir warten immer noch auf Roy, dass er im Krankenhaus fertig ist, aber währenddessen genießen wir ein kleines Paradies. So, jetzt können wir Roy endlich vom Krankenhaus abholen. Es hat wirklich lange gedauert. How are you? A broken nose? Oh fuck. And two hours I had a CT scan and then Yeah. 2 hours to get to the doctor with the results because they're so busy. Okay, okay. And But you can go further. hospital treatment. ¡Qué guapo! Very expensive. 27 euros. Oh wow, Yeah. so He s- much? He says, Costó 27. I'm sorry you have to pay. Yeah, but Yeah, 27 he said- euros is I fine. said, you sure that's okay? Yes. But you can go on. I can go on, yeah. But That's the most important thing. tomorrow I rest anyway. Yeah. Here. But are you And gonna put go back ice. for another checkup? You No, ask no. a question like that, you will have to go to the hospital. No, I don't. No other. No, Okay. no, go to the hotel now. Are you sure you can carry it? Sí. Okay. Muy convencido. Yeah, no, Vamos I al show- hotel. Pardon? Vamos al. Let's go to the hotel. I'll show you where it is. It says So, are you ready, guys? Yes. Can we look at the camera? I need another beer for this. Buen camino. Un camino! Buen camino. Un camino! Buen camino. Wow! Can you see everybody? I haven't got one of these. I think almost, yes. Take off and show my bruise. Yeah. Yes, absolutely. Thank you. They start already using you to Poor become Roy. famous. Das ist mein Essen, ein leckeres We've Picanha. got we kind of got a bit of a mix. So, ich habe nun ein leckeres Abendessen mit den anderen Pilgern genossen. Für mich gab es Picanha, was ja sozusagen das beste Stück vom Rindfleisch ist, und das war so lecker. Und ich habe auch die Zeit mit den anderen sehr genossen. Roy geht es soweit gut, außer dass es sich die Nase gebrochen hat, aber er kann trotzdem weitergehen und das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Und ich werde morgen schon weitergehen. Er legt einen Tag Pause ein. Aber ich hoffe, wir sehen uns in Santiago de Compostela wieder, um einfach die Ankunft in Santiago zu feiern. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen, und wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse mir einen Kommentar. Und wenn du meine weiteren Tage auf den Camino nicht verpassen willst, abonniere gerne meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!